Sie, meine nächste Dame, die mich besucht, befasst sich seit Jahrzehnten sozusagen mit dem Nachtausgang in unseren Hirnen, mit den Träumen, andersrum gesagt. Sie ist eine der renommiertesten Traumforscherinnen überhaupt auf unserer Welt. Und man sagt ja immer, Träume, das seien vielleicht einfach so Hirngespinst. Sie sieht das ganz anders. Sie sagt, Träume seien sozusagen die Fortsetzung, und zwar die sehr innovative Fortsetzung von unserem Alltag. Und wer lehre, seine Träume auch richtig zu interpretieren, der lebt massiv besser. Das interessiert uns und darum ganz herzlich willkommen, Ortrud Grön. Frau Grön, guten Abend. Herzlich willkommen, da hat es noch einen Tritt. Und hier geht es noch einmal runter. Bitte sehr, nehmen Sie Platz. Frau Grön, wie haben Sie denn heute Nacht geträumt? Das wusste ich, dass die Frage kommt. Aber ehrlich? Gott sei Dank bin ich leer ausgegangen. Denn ich lasse das nicht gerne gleich zu. Ist das so? Träumen Sie aber noch regelmäßig? Ja, also ich muss sagen, in der Zeit, wo ich noch sehr viele Probleme aufzuarbeiten hatte, träumt man viel, viel mehr. Wenn man die Probleme, erstmal die Ängste aus der Kindheit und all die Schutzhaltungen aufgelöst hat, dann werden die Träume etwas zurückgezogener und begleiten einen nur noch immer, wenn man was Neues will oder wenn man rückfällig wird. Also das heißt, Sie sind in einer glücklichen Phase, wenn Sie jetzt geruhsam schlafen. Wird ja auch höchste Zeit, nicht? Man sagt im Volksmund, Träume sind Schäume. Pflichten Sie dem bei? Ist der blödeste Satz, den ich kenne. Ich muss es einfach mal so sagen. Denn Träume sind das ungeheure Wissen vom Leben. Und Träume begleiten uns auf Schritt und Tritt, um uns zu zeigen, wo wir das Leben noch nicht richtig begriffen haben. Wo wir uns noch weiterentwickeln sollen, damit wir in die, ja, ich möchte sagen, die Leichtigkeit des Seins kommen. Und die stören wir halt sehr oft. Also Träume helfen uns besser zu verstehen. Ja, und zwar wirklich unsere Individualität. Jeder hat ja eine Persönlichkeit, die ihren ganz eigenen Weg finden muss. Und der Traum ist ungeheuer liebevoll. Er folgt einem auf Schritt und Tritt. Das Problem ist bloß, ich weiß, ich habe geträumt. Bloß weiß ich nicht was. Doch, wenn Sie nachts, statt sich auf die andere Seite zu wälzen, wenn Sie wach werden, schnell einen Zettel nehmen und aufschreiben, dann haben Sie am nächsten Morgen die Botschaft. Beim Lesen und Vorbereiten unseres Gesprächs habe ich diesen Ratschlag auch wahrgenommen. Seit letzten Sonntag habe ich mir vorgenommen, wenn immer ich jetzt schlafe und ich träume, will ich aufwachen und mir das aufschreiben. Aber ich sage Ihnen, es ist schrecklich, was ich geträumt habe. Ja, wollen wir jetzt etwa eine Traumarbeit machen? Wissen Sie, was das bedeutet? Vielleicht. Ich frage. Also wir sind ja unter uns und deshalb kann ich ja... Nein, Frau Grön, ich habe Furchtbares geträumt. Zum Beispiel, ich war in einer völlig chaotischen Situation. Mein Hund, das ist so ein trottliger Labrador, war auch bei mir. Und daneben war ein sehr fröhlicher Seehund. Ich erfinde nicht. Also wirklich, das war gestern Nacht. Dieser Seehund hat so vor sich hingegrunzt und mein Labrador, der niemandem irgendetwas zuleide tut, hat sich wie eine Schlange um diesen Seehund gelegt und den schlichterwegs erwürgt. Erwürgt? Ja, ich war total aufgeschreckt, habe gezittert und hatte Schweißausbrüche und habe das aufgeschrieben. Mein Seelenzustand ist, glaube ich, zerrüttet, oder? Das glaube ich Ihnen nicht. Ich habe Ihnen eine ganze Weile zugehört. Aber der Hund ist ein wunderschönes Bild. Wir müssen uns immer um das Wesentliche eines Tieres kümmern. Also die emotionale Kraft eines Tieres. Was ist die emotionale Kraft eines Hundes? Seine Treue, seine Zuwendung, richtig. Die Sicherheit, die man mit dem Tier zusammen auch genießen kann. Und jetzt ist jedes Bild, alles, was wir im Traum haben, an Bildern, sind Anteile unserer eigenen psychischen Vorgänge, unserer seelischen Vorgänge. Also der Hund ist ein Anteil von Ihnen. Also ich suche diese Nähe, ich suche die Geborgenheit. Das heißt,
im Grunde genommen haben Sie ja offenbar den Kontakt zu der Liebe und Treue zu sich selbst gesucht. Aber was haben Sie da angestellt Ja, jetzt eben. mit der... Und wieso erwürgt jetzt dieser Hund einen Seehund? Seehund. Und ein Seehund ist ja eigentlich ein Säugetier, nicht? Ja. Und Säugetiere sind eigentlich mal Tiere gewesen, die an Land gelebt haben und die ins Meer verdrängt worden, Ja. wieder zurückgegangen sind. Und das ist ein Bild dafür, wie wir Anteile unseres eigenen Wesens, unserer eigenen schöpferischen Kraft in der Jugendzeit oder irgendeiner anderen Zeit ins Unbewusste verdrängt haben. Das Meer ist das große Bild der unbewussten Gefühle. Salzwasser muss immer zu Süßwasser werden. Salzwasser ist noch die ungeheure Tiefe unbewusster Gefühle. Und das ist der Seehund, der wollte Ihnen eigentlich sagen, kümmere dich doch bitte um mich. Ich bin ein alter Anteil von dir. Ich möchte gerne, dass ich die schöpferische Kraft wecken kann, die da noch nicht geboren ist. Können Sie sich das bei sich vorstellen? Ja, ich finde das wunderbar. Also da kriegt dann plötzlich ein Traum, der erschreckend ist, eine Nachricht, die mich aufweckt und Ja. die mir sagt, dass ich gewisse Sachen bei mir selber zulassen Sie müssen soll. irgendetwas im Petto haben, was Sie gerne machen möchten und noch... Das stimmt, ja. Stimmt das? Dass Sie so ein bisschen noch abwürgen? Erdrosselt habe sozusagen. Also das heißt eigentlich, all diese Bilder, die so wie von weit außen kommen, sind immer Bilder, die man interpretieren muss für sich selbst. Also hat mit einem selbst zu tun. Ja, das Abenteuer ist dabei, dass man die ganze Natur zum Beispiel sich bewusst machen muss, was sie eigentlich in Bildern ausspricht. Hört sich jetzt sehr schwierig an, aber so wie beim Hund kann ich mit dem Seehund kann ich mit allen Tieren umgehen. Ein Pferd beispielsweise. Ein Pferd, und das ist Vitalität pur, Freiheit. Wenn ich reiten kann, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt, frei und offen, einfach für die Befreiung in mir selbst. Und wenn das Pferd als krankes Tier irgendwo im Stall liegt, ist das eine Nachricht für mich? Das kann ich nicht sagen. Sie sprechen, glaube ich, einen Traum von mir aus. Ganz Nicht? genau. Der hat mich mal auf die Fährte gebracht. Durch den habe ich die ganze Traumarbeit überhaupt erst mir erarbeiten können. Da stand mein Pferd verlaust und traurig im Stall. Ich war sehr todunglücklich, wie ich das im Traum sah. Aber ich habe aus dem Gespräch, was ich damals mit Graf von Dürckheim hatte... Das war sozusagen Ihr Mentor, der Sie eingeführt hat in die Traumforschung. Genau, der Zen-Meister, und der hat mir den Traum so klar gemacht, dass ich erkannt habe, wie ich meine Vitalität, meine Freude am Leben durch Pflichtbewusstsein immer wieder zerstört habe oder eingedämmt habe. Und dann habe ich mein Leben verändert und siehe da, nach einem Jahr habe ich ein Fohlen im Traum geboren. Sie selbst haben ein Fohlen Ich habe geboren. im Traum ein Fohlen geboren. Und das heißt, Sie haben zur Freiheit gefunden und zu dem, was Ihnen auch im Leben wichtig den Rückweg zur Vitalität gefunden. Ich habe Lust am Leben bekommen und habe mich nicht immer durch Pflichtgefühle eindämmen lassen. Jetzt gibt es ganz viele so Traumdeutungsbücher, die sagen, also wenn ein Kamin im Raum steht, ist es ein erigierter Penis und eine Hibiskuspflanze ist die Vagina. Kann man damit überhaupt etwas anfangen? Nein, ich habe da ein bisschen rumgeblättert und gedacht, das ist ja esoterischer Krimskrams, oder? Jetzt wird der arme Freud missbraucht. Aber war das erste ein Kamel? Nein, ein Kamin. Ein Kamel. Zum Kamel können wir noch kommen. Also ein Schornstein bleibt ein Schornstein, ein Kamin bleibt ein Kamin. Genau. Und ich muss den als Penis zu verurteilen, ich möchte das keiner Frau gönnen. Also das heißt, Frau Grön, wenn man sich so auf billige Symbolik verlässt, dann kann man seine Träume nicht interpretieren. Man muss in der Natur der Sache wirklich drin bleiben. Es muss einleuchtend sein. Ein Schornstein bleibt ein Schornstein, da soll der Rauch raus. Aber
nichts anderes. Sie haben verstanden, ich rede von einem Kamel. Haben dann Kamele in dem Sinne eine gewisse Bedeutung auch für Sie? Ja, ich habe mich vorhin bei den Lamas natürlich auch innerlich mit meinem Kameltraum beschäftigt, weil diese Lamas ja so zauberhaft kindliche Augen haben. Und ein Kamel ist ja eine harte Sache, der muss durch die Wüste gehen und muss das Wasser aus sich selbst heraus zur Nahrung benutzen. Ich habe da mal nach einem langen Wüstengang, den ich durchs Leben gehen musste, wo ich nicht meine eigenen Wünsche mehr erfüllen konnte, mich endlich angefangen mit den alten Ägyptern zu beschäftigen, was mein ganzer Wunsch war, weil die so wunderbar die Natur verstanden haben und ihre ganze Mythologie vom Leben unendlich viel erzählen. Und als ich da angefangen habe, hat mir der Traum ein Kamel geschickt, dessen Maul zu einer Blüte wurde. Ein Kamel mit einer Blütenmaul ist etwas, da denkt man doch, das ist absurd, das ist surrealistisch. Aber Blüten brechen in Träumen nur auf, wenn in uns Wünsche aufbrechen. Wünsche wollen Frucht werden. Blüten wollen Frucht werden. Nicht? Das ist dasselbe Bild. Die Natur zeigt, erst muss etwas aufblühen, damit auch da eine Frucht draus werden kann. Und genauso ist es mit meinen Wünschen. Das Kamel hat mir gezeigt, dein Wunsch ist aufgeblüht und geh den Weg weiter. Also, deine Trockenzeit ist vorbei. Wunderschönes Bild auch. Das heißt, wir müssen diese Bilder von Träumen verstehen lernen. Ja. Menschen, die jetzt ihre Träume nicht aufschreiben und nicht interpretieren, helfen Sie ihnen auch, die Träume, ihr Leben besser in den Griff zu kriegen? Oder braucht es diese zusätzliche Anstrengung, sich da, was man in der Nacht erlebt hat, darüber auch Gedanken zu machen? Also die meisten Menschen kennen ja die Gleichnissprache, leider nicht. Und die Gleichnissprache müssen wir einfach alle wieder lernen. Jeder Dichter spricht in Gleichnissen, jeder Lyriker, wir können sonst gar keine Gedichte machen. Und das wäre eigentlich das, was jeder Mensch brauchen würde, dass er die Natur wieder ganz natürlich versteht und die Bilder ganz natürlich versteht. Aber er kann von dem Traum nicht viel haben, nicht so viel haben, wie der Traum ihm gerne schenken möchte. Wenn es ein beglückender Traum ist, wird sich jeder hinterher sau wohlfühlen und sagen, ich habe heute aber schön geträumt und fühlt sich wohl. Das kann ich ihm nachfühlen. Aber wenn man so einen schrecklichen Traum gehabt hat und nicht weiß, was der bedeutet, ist doch schade. Also das Diese heißt, Aufforderung hätten Sie ja nicht begriffen. Nein, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie heute da sind. Das geht mir auch schon viel besser. Ich versuche zurückzugehen in das Meer meiner Wünsche und in diese Art von Kreativität, die Sie vorhin geschildert haben. Und ich glaube, Träume sind in dem Sinne eine Poesie, die uns helfen, uns selber zu entdecken und vielleicht auch einen Schritt weiterzukommen. In den Bildern der Welt ist unsere ganze Psyche enthalten. Die Evolution der Welt ist die Evolution unserer geistigen Entwicklung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Grün. Danke schön. Vielen herzlichen Dank.